Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir uns mal ein neues Format ausgedacht. Und zwar sind wir mittlerweile in Bulgarien und haben unsere Reise durch die Türkei abgeschlossen. Wir waren insgesamt über 2,5 Monate dort und heute wollten wir euch mal ein kleines Fazit geben, wie es uns dort so gefallen hat, wie es so mit dem Wohnmobil auch dort war, wie die Stellplätze sind, Kosten, alles Mögliche. Da euch vielleicht nicht alle Punkte interessieren, die wir ansprechen, haben wir für jedes Kapitel, das wir euch vorstellen möchten, eine extra Kapitelmarke, sodass ihr in dem YouTube-Video einfach zwischen den verschiedenen Themen hin und her springen könnt. Die Kapitelmarken findet ihr in der Videobeschreibung oder auch unten im Video und dann könnt ihr dann einfach vorspulen, falls euch was nicht interessiert oder falls euch was ganz besonders interessiert. Und dann würde ich sagen, Los geht's. los geht's. Punkt Nummer 1. Die Einreise in die Türkei. Genau, wir sind in Bulgarien, also von Bulgarien in die Türkei eingereist, sind auch nur mit unseren Persos ein- und ausgereist. Es fanden auch immer wieder sehr viele Leute erstaunlich, dass das geht in der Türkei, weil die Türkei nicht mehr in der EU liegt. Teilweise liegt die Türkei sogar nicht mal mehr in Europa, sondern in Asien. Und das war gar nicht aus Absicht, sondern einfach, weil wir vergessen haben, dass wir außerhalb der EU und außerhalb Europa sind und haben gar nicht daran gedacht, unsere Reisepässe rauszuholen. Das heißt, während unserer Einreise lagen die noch schön hinten verbarrikadiert. Und dann haben wir es einfach mit den Personalausweisen probiert. Ja, wir haben dann, normal bekommt man ja einen Stempel in seinen Reisepass, wenn man eingereist ist. Wir haben dann einfach den Stempel auf so einem Zettel bekommen. Normal müssten da auch noch Namen und so eingetragen werden. Wir haben einfach für uns beide und das Auto einen Stempel bekommen. Der ist nämlich auch dafür da, dass man nicht länger als 90 Tage ohne Visum in der Türkei bleiben darf. Ansonsten war die Einreise eigentlich relativ problemlos. Wir sind noch eingereist in dem Zeitraum, wo wir noch keinen Corona-Test oder sowas gebraucht haben. Es hat gar nicht so lange gedauert. Im Dezember sind wir eingereist. Genau, ne? wir sind Mitte Dezember 2020 eingereist. Ich glaube am 14. genau genommen. Und wir haben eine Stunde, glaube ich, gebraucht. Lustiger Funfact war noch die Desinfektion. Ja, wir wurden scheinbar von unten desinfiziert, also unser Auto, nicht mal wir. Und wir haben es gar nicht so richtig gecheckt, weil es hat draußen geregnet und deshalb haben wir das gar nicht so richtig wahrgenommen. Und kurz danach wurden wir dann aufgefordert, eine kleine Gebühr von 3 Euro zu entrichten. Und dann haben wir auch noch ein paar Corona-Masken bekommen, aber so ein bisschen komisch war es ja schon. Und ansonsten wurde dann natürlich auch am Zoll noch kontrolliert, weil es eine EU-Außengrenze war. Da wurde der vor uns richtig auseinandergenommen. Der musste seinen kompletten Kofferraum ausräumen. Da wurden die Koffer bis aufs Kleinste geöffnet und sowas. Wir saßen da schon, oh Gott, wenn das uns jetzt auch passiert. Aber wir hatten dann einen ganz netten Zollbeamten, der hat einmal reingeguckt, ah ja, Wohnmobil, okay, fahrt weiter. Und schwuppsiwupps waren wir in der Türkei. Punkt Nummer 2 ist dann unsere Route durch die Türkei. Also wie gesagt, wir sind schon durch Bulgarien eingereist und dann haben wir uns an der Westküste am Mittelmeer entlang gehangelt und sind dann auch so ein bisschen abgekürzt. Dafür mussten wir dann ein kleines Stück nochmal Fähre nehmen in der Nähe von Çanakkale und sind dann an der Westküste weiter runtergefahren, immer weiter, bis wir dann abgekürzt haben. Dann sind wir nach Pamukkale gefahren, das ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten auch in der Türkei, und sind von Pamukkale dann ans südliche Mittelmeer gefahren und waren dann an der Südküste. Vom Mittelmeer sind wir dann nach Kappadokien gereist und von Kappadokien dann ans Schwarze Meer. Und über Schwarze Meer sind wir dann Richtung Westen hin, quasi überhalb von Istanbul, wieder ausgereist, über Edirne. Der nächste Punkt ist dann die Landschaft, wie es uns dort so gefallen hat in der Türkei. Ja, eigentlich wollten wir nach Griechenland zum Überwintern und gar nicht in die Türkei, aber da so in Griechenland leider sehr schwer mit Corona ist und man eigentlich in einem ziemlich harten Lockdown sich kaum bewegen konnte, haben wir unsere Pläne einmal komplett über den Haufen geschmissen und haben uns dann entschieden, in die Türkei einzureisen. Genau, und dementsprechend hatten wir auch, glaube ich, gar keine Erwartung an die Türkei, hatten uns auch sehr wenig vorher informiert, weil es eigentlich gar nicht auf der Liste stand. Und waren dann doch sehr, sehr positiv überrascht. Was man sagen muss, ist, die Türkei hat ja auch an 3 Seiten angrenzendes Meer. Also West- und Südküste ist Mittelmeer, Nordküste ist Schwarzes Meer. Und an der Mittelmeerküste hat es uns unfassbar gut gefallen. Also es war total abwechslungsreich. Es waren Berge, Meer und einfach generell wunderschön. Das nächste Highlight unserer Reise war dann Kappadokien, denn da haben wir endlich mal wieder so auf richtig bergige Landschaft sind wir da eigentlich gestoßen und
die verschiedenen Facetten von diesem Gestein, in welchen Formen sich das präsentiert hat, hat uns einfach jeden Tag wieder vom Hocker gerissen. Vor allem die Luftballons, die jeden Morgen gestiegen sind. Ganz viele Heißluftballons. Und einen kleinen Wintereinbruch haben wir dann dort auch noch erlebt. Ja, wir hatten da minus 16 Grad und ich glaube, wenn ihr unsere Videos gesehen habt, wir verlinken euch auch mal oben in der Infobox nochmal unser Kappadokien-Video, weil das war einfach unser absolutes Highlight in der Türkei. Es war so wahnsinnig schön da. Wir haben immer gesagt, wie nicht von dieser Welt. Das war echt unglaublich. Wie so kleine Filmausschnitte aus der Herr der Ringe oder so, wo man sich denkt, boah, wo haben die das denn aufgenommen? So sah es da aus. Ja, ich glaube, da schön. wurden auch teilweise so Filmausschnitte schon aufgenommen in der Region, was wirklich so verrückt aussieht. Ja, von dort aus sind wir dann ans Schwarze Meer gereist und ja, da hat es uns dann leider nicht mehr so gut gefallen. Vielleicht war es auch so, weil Kappadokien so schön war, dass dann gar nichts mehr kommen konnte, was nochmal schön genug sein kann, um uns danach auch glücklich zu machen. Erstmal hatten wir, glaube ich, ganz andere Erwartungen. In Kappadokien war es ja super kalt. Wir hatten ja teilweise minus 16, minus 17 Grad und wir hatten uns irgendwie echt gefreut, dass es jetzt wieder warm am Meer wird. Und eigentlich am Schwarzen Meer war es halt nicht viel wärmer und da lag eigentlich überall noch Schnee, ne? Und da war es noch richtig kalt. Dann kam hinzu, dass das Wetter halt irgendwie überhaupt nicht toll war. Die Sonne hat kaum geschienen, es hat entweder geschneit oder geregnet und vor allen Dingen lag überall super viel Müll. Und irgendwie ist all das zusammengekommen, sodass wir gesagt haben, Schwarze Meer hat uns nicht so gefallen und sind dann relativ schnell dort weitergefahren, immer an der Küste entlang. Das erste Mal auf der Reise, dass mir schlecht wurde als Beifahrer. Wenn die Straßen an der Küste waren, es ging hoch und runter und links und rechts. Und ich soll Sven ja immer Essen während der Fahrt geben. Und dabei ist mir einfach so schlecht geworden. Wir mussten echt einmal anhalten. Und ich dachte, boah, nee, das geht nicht mehr. Und so ging das tagelang. Aber wir wollten einfach nicht über die Autobahn fahren. Wir wollten schön das Meer mitnehmen. Und so sind wir dann da lang gegurkt. Ne? Ja, ich glaube, das nächste Mal wären wir dann doch lieber durchs Landesinnere schneller über die besseren Straßen. Die Straßen wurden dann auch schlechter. Also die hatten schon teilweise gut Schlaglöcher drin. Deswegen waren die Fahrten da dann nicht mehr so schön. Weißt du noch, als wir in diesem kleinen Örtchen stecken geblieben sind? Oh ja, das war auch am Schwarzen Meer. Da hatten wir, glaube ich, auch mal einen Ausschnitt, einen haben wir nur mit dem Handy kurz gefilmt. Da gab es eine Umleitung, weil die Hauptstraße, die jetzt auch schon wirklich nicht groß war durchs Ort, aufgerissen wurde wegen irgendeinem Wasserschaden oder sowas. Ja. Und dann hat sich in dieser Umleitung, die war halt nur einspurig, kamen dann von vorne welche und es sind einfach alle drauf losgefahren, dass sich einfach alles irgendwann richtig festgefahren hat. Wir waren natürlich das erste Auto, irgendwann sind alle ausgestiegen, um mal zu gucken, was los ist, warum wir denn nicht weiterfahren. Und wir standen halt vor einer Mauer, wir konnten nicht weiterfahren. Und ich weiß auch nicht, am Anfang war ich noch so, oh Gott, was passiert hier? Und irgendwann habe ich einfach nur noch hinterm Steuer gesessen, habe gelacht und gewartet, bis die ganzen Türken das gelöst haben. Die sind dann alle ausgestiegen, haben miteinander gequasselt, wir haben kein Wort verstanden, aber irgendwie ist es dann Stück für Stück weitergegangen und nach, keine Ahnung wie lang es war, halbe Stunde oder so haben wir festgesteckt, konnten wir dann weiterfahren. Ja, das war echt der helle Wahnsinn, ja. Ja, auch was am Schwarzen Meer auch noch passiert ist, dass wir auch noch eine Autopanne hatten. Also das heißt Autopanne, wir hatten ein bisschen länger schon ein Geräusch am Auto und es wurde dann immer akuter. Und dann sind wir doch mal in die Werkstatt gefahren und haben dann eine neue Radnabe bekommen. Ja. Das war auch ein bisschen größerer Heckmeck, wobei auch ein paar Bäume im Auto entstanden sind. Das kam dann noch hinzu und ja, hat unserer Grundstimmung nichts Gutes getan. Kommen wir nun zu unserem nächsten Punkt, Stellplätze und Campingplätze. Ja, wir waren sehr, sehr positiv überrascht, wie viele schöne Stellplätze es in der Türkei gab. Wir haben oft die App Park4Night benutzt, die bestimmt einigen was sagen wird. Und da waren auch wirklich viele eingetragen. Und dadurch, dass wir halt im Winter auch quasi in der Nebensaison unterwegs waren, hatten wir oft wirklich traumhafte Stellplätze direkt am Meer, komplett für uns alleine. War eigentlich nie viel los. Nee, also es war ein Stellplatz mal, wo irgendwie 10 oder 12 Camper standen, aber da waren auch viele, die halt längere Zeit dort gestanden haben, weil es da eben ein Klo und eine Dusche ausnahmsweise mal gab. Und Wasser. Und Wasser sogar, genau. Aber sonst standen wir oft sehr alleine oder haben mal einen anderen Camper oder so gesehen. Und wir haben dann auch unsere Reisegeschwindigkeit, als wir an der südlichen Mittelmeerküste waren, sehr, sehr reduziert. Wir waren super langsam im Vergleich zum Rest der Türkei, wirklich. Ja, wir sind dann da teilweise, eine Woche haben wir da teilweise mal gestanden, wenn es uns wirklich gut gefallen hat. War das Wetter auch echt in Ordnung dann. Und
Ja, zu Campingplätzen können wir gar nicht so viel sagen, weil wir eben die meiste Zeit frei stehen wollten, was auch wirklich in der Türkei null ein Problem war. Also da zweimal wurden wir weggeschickt. Einmal direkt Jeweils am an Anfang. meinem Geburtstag und an deinem Ja. Geburtstag, lustigerweise. Lustigerweise, genau. Einmal, das war sogar nach unserer ersten Nacht in der Türkei, wurden wir weggeschickt. Da standen wir eben auf so einem Parkplatz, der privat war, der aber auch im Sommer quasi benutzt wird, wo man auch ein bisschen was bezahlen muss, der aber im Winter scheinbar geschlossen hat, aber die Schranke war, wir dachten, sie war offen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie einfach nur kaputt war. Und wir sind halt reingefahren und dann stand am nächsten Morgen, wir waren gerade spazieren, kommen zurück, steht Polizei neben uns. Das war dann unsere erste Erfahrung mit der Polizei. Aber es war nicht schlimm. Sie meinten dann nur, dass wir bitte weiterfahren sollen. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht. Und dann noch einmal wurden wir an einem Strand weggeschickt. Da haben uns eigentlich auch andere, die wir auf der Reise getroffen haben, erzählt, dass sie da auch standen, dass es super wäre. Und auf Park4Night stand auch nichts, dass man da nicht stehen darf. Nee, ne? es stand ein Schild da, aber das Problem war halt, das Schild war auf Türkisch und es ist uns öfter passiert, dass es Schilder gab, wo dann vielleicht auch mal drauf stand, dass Camping verboten ist, aber es war halt auf Türkisch und es war nicht mal irgendwie Ein Symbol. Ja. Oder sowas dabei und wir haben es versucht schon zu übersetzen, aber es hat manchmal nicht so ganz funktioniert. Wir waren uns einig, entweder bedeutet das, Camping ist explizit erlaubt, was ein bisschen komisch gewesen wäre, oder ist explizit verboten. Ja. Das war das Letztere, ja. Ja, aber es standen noch 2 andere Camper mit uns da, deswegen dachten wir, okay, Und ein passt. Dauercamper. Ja, ganz komisch. Aber abends ist die Polizei dann gekommen, da lagen wir auch schon im Bett und da haben sie dann nichts gesagt und am nächsten Morgen sind sie nochmal gekommen und haben sie gesagt, dass Camping nicht erlaubt ist. Also es war ein bisschen komisch. Aber trotzdem, die Polizei war jederzeit super nett zu uns, hat dann einfach gesagt, fahrt bitte weiter. Und dann Genau. war das auch immer okay. Also wir hatten nie Angst vor der Polizei. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, und an meinem Geburtstag war es dann so, dass wir an einem Privatgrundstück standen. Wir haben aber mit dem Besitzer gesprochen gehabt und es war in Ordnung. Und die Polizei wusste das natürlich nicht. Die kamen die ersten abends dann zu uns. Den haben wir 8 dann, rum, hä? ja, 8, halb 9, den haben wir dann erzählt. Ja, es ist mit dem Besitzer abgesprochen. Das war dann auch in Ordnung, sind sie weggefahren. Dann war Schichtwechsel. 12:30 kam das nächste Mal die Streife vorbei. Und dann kam sie wirklich morgens Ja, wieder. saßen wir gerade beim Frühstück, da kamen sie wieder angefahren und haben uns wieder kontrolliert. Also wirklich Wahnsinn war das. Aber na gut, sie haben uns nicht weggeschickt, es war alles in Ordnung. Aber ein bisschen nervig war es da schon. Nächster Punkt war noch die Campingplätze. Wir waren Auf 2 2 Stück Stück, insgesamt. genau. Und da sind wir eigentlich immer nur hin, wenn wir Wäsche waschen wollten. Sonst hatten wir irgendwie nie große Ansprüche an so einen Campingplatz. Wir haben uns immer gefreut, wenn es Strom und WLAN gab. Aber sonst war uns das eigentlich relativ egal meistens. Wir haben eben ne? unsere Tami auch so ausgebaut, dass sie komplett autark ist, also mit Solaranlage. Wir haben genug Wasser, um über eine Woche stehen zu können und eine Trockentrenntoilette an Bord. Deshalb brauchen wir Campingplätze auch nicht unbedingt, außer eben dann zum Wäschewaschen. Insgesamt haben wir 3 Nächte auf dem Campingplatz gestanden, oder? Auf dem ersten 2. Ich glaube Und auf auf dem beiden anderen jeweils 1. 2, weil wir so viel gewaschen haben, dass Genau. es nicht trocken wurde. Aber es ist halt auch nicht teuer. Also Campingplätze, die haben 8 bis 10 Euro die Nacht gekostet, mit allem Drum und Dran schon. Da kann man nichts gegen sagen. Allein dafür, dass wir jedes Mal 3 oder 4 Maschinen gewaschen haben, war das echt in Ordnung. Also auf Park4Night gibt es auch einen Reiter mit Campingplätzen. Und da steht dann, ob die das ganze Jahr geöffnet sind. Und alle, die wir angefahren haben, ich meine, es waren nur 2, es ist jetzt nicht repräsentativ, aber die waren auch geöffnet, waren in Ordnung. Ich meine, die sanitären Anlagen waren jetzt nicht der Hammer, aber die Waschmaschinen haben gut funktioniert und wir waren dann einmal noch duschen und das war es dann auch. Den Rest haben wir ja gar nicht in Anspruch genommen. Generell zu den Stellplätzen können wir noch sagen, dass gerade am Mittelmeer super viel eingetragene Stellplätze bei Park4Night gab, aber am Schwarzen Meer war es dann doch relativ sparsam. Und generell auch, umso weiter man in den Osten des Landes gekommen ist, umso weniger eingetragene Plätze gab es dann. Genau, das war so an der quasi Touri-Region, wo die meisten hinfahren, war echt einiges eingetragen und dann wurde es immer weniger oder auch immer weniger Schönes. Und dann muss man vielleicht auch mal auf eigene Faust schauen. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Einkaufen. Ja, wir waren hauptsächlich, glaube ich, in 2 Supermarktketten unterwegs. Das war einmal der Migros, das ist so vergleichbar mit irgendwie so Rewe, Edeka, würde ich sagen. Und dann noch in dem A101, das ist so Aldi, Lidl, Discounter-mäßig. Kennt man an der blauen Farbe von außen. Ja, A101 ist deutlich verbreiteter, würde ich auch sagen. Den gibt es echt in jedem kleinen Kauf. Ja, und da ist das Obst und Gemüse also auch super gut gewesen. Ich muss sagen,
Obst und Gemüse haben wir nirgendwo in Bio-Qualität oder so bekommen und dann ist es auch egal, quasi wo man das Obst kauft. Also uns war es dann egal. Wir waren einmal auch auf einem Wochenmarkt, den wir durch Zufall entdeckt hatten, wo wir einkaufen waren. Aber ansonsten waren wir, glaube ich, am häufigsten auch im Mikrosch. Ja. Und da gibt es immer Unterscheidungen. Es gibt quasi Mikrosch M, MM, MMM und ich glaube einmal haben wir 5M gesehen. Ja. Und das ist quasi die Größe von dem Supermarkt. Wir hatten uns immer erhofft, dass es dann wesentlich mehr Produkte gibt, aber es ist ein bisschen komisch. Teilweise ist dann einfach die Haushaltswarenabteilung immer größer geworden. Wir haben es nicht so ganz verstanden, warum das so ist, aber so war das oft in den Mikroschs. Die Supermärkte waren in Ordnung vom Sortiment her. Sind vegan beide unterwegs. Nils muss sich wegen Zöliakie zusätzlich noch glutenfrei ernähren. Also wir haben an so einem Supermarkt dann doch schon speziellere Wünsche. Wir haben da immer sehr viel Zeit mit verbracht. Wir stehen dann da immer mit Google Translate und scannen jede Zutatenliste. Das dauert dann immer Stunden. Aber danach haben wir auch den ganzen Supermarkt einmal durchinspiziert. Und meistens bleiben wir dann noch bei dem Supermarkt, weil wenn man sich irgendwie mal an das Sortiment gewöhnt hat, dann geht es doch wesentlich flotter. Und einen Tipp zum Mikrosch können wir noch geben. Wir sind da immer mit unseren eigenen Tupperbüchsen hingegangen, denn dann kriegt man frische, eingelegte Oliven. Die haben uns immer super geschmeckt. Ja, generell beim Einkaufen war, glaube ich, dieses Problem, alles in eine einzelne Plastiktüte, was wir ja in Deutschland sehr, sehr schon versuchen zu vermeiden. Einmal haben wir einen gesehen, ein Türke, der hat eine Colaflasche gekauft, die ja schon in einer PET-Flasche war und hat die noch in einer Plastiktüte geschleppt. Das war schon sehr amüsant anzusehen. Oder so eine Banane, die dann in einer Plastiktüte verpackt wird. Und wir haben dann diese wiederverwendbaren Netze immer mitgebracht für Obst und Gemüse. Und jedes Mal, wenn wir an die Kasse kamen, haben die Verkäufer, die oft auch nicht wirklich Englisch oder so sprechen konnten, irgendwie ganz wild dann umher diskutiert, bis sie verstanden haben, dass das unsere Netze sind. Also die haben sowas einfach noch nie in ihrem Leben gesehen gehabt. Das war schon wirklich sehr abenteuerlich, aber es hat funktioniert dann mit unseren eigenen Netzen. Da konnten wir auch echt eine Menge Plastik sparen, aber man hat schon gemerkt, dass sie es einfach nicht verstanden haben, weil an der Kasse dann auch, man hat dann seine eigenen Netze, wir haben immer unsere YouTube-Beutel und Riesentaschen dabei gehabt und dann fragen sie trotzdem nochmal, ob wir es denn nicht in eine Plastiktüte verpackt haben möchten. Oder auch auf dem Wochenmarkt, wo wir uns irgendwie so Pistazien und sowas in mitgebrachte Beutel verpacken lassen haben, wollte uns den Beutel dann nochmal in eine Plastiktüte tun. Also dieses Plastikproblem ist da noch nicht so angekommen, obwohl sie es ja eigentlich vor der Nase sehen, wie auch am Schwarzen Meer selbst oder auch am Mittelmeer, wenn es da mal gestürmt hat, wie viel Müll da angeschwemmt würde. Eigentlich müsste man ja denken, dass es die Leute dann am ehesten checken, weil sie ja auch das Problem vor der Nase haben, aber war da jetzt leider nicht so. In Deutschland hat es ja auch lange gedauert, ne? Ja. Das braucht halt irgendwie seine Zeit. Und vielleicht haben wir zum Anregen angeweckt. Zum Nachdenken angeregt. Ja, genau. Nachdenken, ja, vielleicht. Und wie gesagt, wir haben dann zum Beispiel auch einfach unsere eigenen Tupperboxen mitgebracht für so Oliven oder sowas zum Abfüllen und das haben die immer gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Aber generell von den Produkten hat dir irgendwas gefehlt? Ja, schon. Also am Anfang fand ich, ging es noch, als wir noch sehr westlich waren. Da haben wir alles noch bekommen, aber dann wurde es zum Beispiel so Sachen wie Kokosmilch, mit der wir so gerne kochen, die haben wir dann nicht mehr so wirklich bekommen. Und Sojamilch oder Mandelmilch oder so. Ja, oder so vegane Aufstriche, die man ja bei uns mittlerweile in jedem Supermarkt bekommt, gab es eigentlich auch gar nicht. Was es dafür ganz oft gab, waren halt irgendwelche Tomatenaufstriche in irgendwie 50.000 Varianten. Einmal in süß, einmal in ein bisschen schärfer. So und Bruschetta gab es auch, genau. Also da gab es schon viel. Man muss sich halt ein bisschen umstellen. Man bekommt dann halt nicht immer all das, was man von zu Hause gewöhnt ist. Wir konnten uns trotzdem sättigen mit glutenfreien Nudeln. Gab es tatsächlich auch, zumindest in den größeren Supermärkten, eigentlich immer. Sogar glutenfreies Brot haben wir gefunden, wenn auch schwierig. Das ist wirklich so, man hat es nur angefasst, ist in sich zusammengefallen. Aber immerhin gab es das da. Ja, immerhin gab es das. Kommen wir zum nächsten Punkt und das sind die Kosten in der Türkei. Ja, ich meine, der größte Punkt ist, glaube ich, für uns die Lebensmittelkosten. Und wie wir eben erzählt haben, waren wir hauptsächlich im Mikrosch einkaufen. Und es war schon von den Produkten her ein Ticken günstiger als in Deutschland. Aber dadurch, dass wir halt viele Spezialprodukte geholt haben, wie glutenfreie Nudeln, Brot und auch mal eine Kokosmilch oder sowas, haben wir es jetzt an den Preisen nicht wirklich gemerkt. Das ist viel günstiger
war. Aber was man wirklich gemerkt hat, ist immer 101. Also wenn man im Discounter einkaufen war und dann haben wir riesige Mengen an Obst und Gemüse geholt oder auch mal am Straßenrand und das war super, super günstig, also deutlich günstiger als in Deutschland, würde ich sagen. Generell kann man es, glaube ich, so zusammenfassen. Wenn man will und seine Spezialprodukte kaufen will, kann man natürlich auch in der Türkei super viel Geld im Supermarkt lassen. Aber der große Unterschied ist halt, dass man echt wenig auch ausgeben kann. Das Obst und Gemüse, das kostet ja wirklich einen Apfel und ein Ei. Und da kann man schon relativ günstig über die Runden kommen, genau. Aber für uns sind die Lebensmittel halt super wichtig und da sparen wir auch nicht dran. Und deshalb haben wir auch im Mikros dann mal 130 € gelassen für einen Einkauf. Aber was man eben auch dazu sagen muss, ist, dass wir uns komplett selbst versorgen und wegen vegan und glutenfrei auch noch Essen gehen immer sehr, sehr schwierig ist. Und wir waren deshalb auch wegen Corona, aber ich glaube auch sonst wären wir nicht essen gegangen, kein einziges Mal essen in der Türkei. Haben aber von anderen Campern, die da unterwegs waren, gehört, dass es auch super günstig sein soll. Also man kann da auch super gut vor Ort mal essen gehen für sehr wenig Geld. Wenn wir über die Kosten sprechen, ist ja noch ein wichtiger Punkt die Spritpreise. Wir tanken Diesel und der Diesel ist einfach spottgünstig in der Türkei, ne? So zwischen 60 und 70 Cent der Liter, das ist echt verrückt. Also eigentlich ja nicht gut, aber man freut sich natürlich trotzdem drüber, ne? Ja, und sonst vielleicht noch so als Tendenz, dass es doch auch dort ein bisschen günstiger ist als in Deutschland, ist, dass wir uns mal so Säfte am Straßenrand geholt haben, also so frisch gepresster Granatapfel oder auch Orangensaft und hat halt so ein großes Glas 1 € gekostet. Das würde man jetzt in Deutschland, da wird man es 4-fache, glaube ich, 5-fache für zahlen. Also da ist man schon deutlich günstiger unterwegs, außer eben halt, wenn man im Mikros, so wie wir, richtig reinhaut. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar würden wir gerne über die Menschen in der Türkei sprechen. Also wie sind die Leute so drauf, wie hat es uns so gefallen, die Interaktion mit den Locals vor Ort? Ja, was man, glaube ich, als allererstes sagen kann, wir haben nur unglaublich gastfreundliche Menschen getroffen und wirklich unfassbar viele gastfreundliche Menschen getroffen. Ich glaube, wir können gar nicht von allen Begegnungen erzählen, aber wollen wir mal von unserer, glaube ich, größten Begegnung erzählen mit Oğuz, falls du das siehst. Hallo Oğuz, liebe Grüße da in die Türkei. Genau, in Marmaris an einem Stellplatz haben wir einen Türken kennengelernt, der Oğuz heißt. Der ist mit seinem riesen Reisebus, den er komplett selbst umgewandelt hat, an den gleichen Stellplatz gefahren wie wir abends. Dann haben wir uns mit ihm angefreundet über mehrere Tage und dann am Ende hat er uns dann eingeladen, dass wir doch ihn und seine Familie in Marmaris besuchen kommen können und bei ihnen ein paar Tage verbringen können, duschen, mal wieder Wäsche waschen. Und das haben wir dann auch angenommen und sind mit ihm nach Marmaris gefahren. Es war so ein bisschen wie Schüleraustausch, wenn man das aus der Schule kennt. Also man hatte wirklich ein paar Tage Einblicke in so eine türkische Familie und es war super lustig und wir haben echt viel auch gelernt, ne? Ja, also wir haben dann dort auch tatsächlich geschlafen im Gästezimmer und die Mutter hat einfach für uns vegan und glutenfrei gekocht und Frühstück gemacht und alles. Also die haben uns rundum versorgt und mit Oğuz haben wir uns auf Englisch unterhalten, aber es hat dann eben noch der Vater, die Mutter und die Oma da gewohnt und die konnten nicht mal Englisch oder so. Wir haben uns dann mit Händen und Füßen unterhalten und die waren so glücklich, dass wir da waren, obwohl wir eigentlich gar nichts zurückgeben konnten, so, aber es war wirklich verrückt. Also wir waren da mitten im türkischen Familienleben. Es war total schön. Wir haben dann immer versucht, so ein paar Wörter Türkisch zu lernen oder mal Google Translate zu benutzen, um uns mit der Großmutter zu unterhalten, wenn die anderen gerade in der Küche waren. Aber wir könnten noch über so viele schöne Begegnungen erzählen. Einmal wurden wir zum Tee trinken eingeladen, zu Tiny-Häusern. Dann andere Leute haben einfach ihren Proviant quasi fürs Picknick mit uns geteilt. Oder auch generell, wenn wir irgendwie an irgendwelchen Plätzen waren, kamen manchmal Leute, die dann picknicken waren und haben uns Tee angeboten. Einmal wollten sie uns auch Steaks andrehen, dann mussten wir, also die haben wir dann abgelehnt. Ich weiß nicht, ob er so richtig verstanden. Er hat mir so einen Teller hingereicht und hat gefragt, ob wir das haben wollen. Und ich gucke da so an und denke, hä, was ist das? Und irgendwie mein Gehirn hat nicht funktioniert für ein paar Sekunden. Und dann so 10 Sekunden später, Steaks sind das. No, we don't eat meat. Und keine Ahnung, ob er es verstanden hat. Er hat sehr enttäuscht geguckt. Tut uns echt leid, aber er wollte ja nur nett sein. Ne? Ja. Oder auch ganz am Anfang, weißt du noch, als uns das ältere Ehepaar in ihr Wohnmobil eingeladen hat. Ja.
Ja, also wir können es gar nicht mehr aufzählen. Es war wirklich unfassbar. Auch wenn wir irgendwo standen, dann kamen die Leute und haben sich mit uns unterhalten wollen. Und waren immer neugierig und das haben wir echt als sehr positiv empfunden. Also das kennt man, glaube ich, aus nicht so vielen Ländern der Welt. Also, Nee, also das waren wir auch aus Deutschland so gar nicht gewöhnt, dass so Menschen so freundlich und offen mit uns umgegangen sind. der nächste Punkt auf unserer Liste ist die Sprache. Ja, wir dachten ja ganz blauäugig, dass wir mit unserem Englisch überall weiterkommen, aber das hat sich dann recht schnell gezeigt, dass es dem nicht so ist. Wir hatten manchmal sogar das Gefühl, dass wir eher noch mit Deutsch weiterkommen als mit Englisch, weil voll viele Leute irgendwie schon mal in Deutschland, in Berlin, wir haben ganz viele Immer Leute in getroffen, Berlin, die schon ja. in Berlin gearbeitet haben und auch super Deutsch sprechen konnten. Aber ansonsten, wenn wir selbst mit Englisch nicht weiterkamen, selbst teilweise konnten nicht mal die Polizei irgendwie einen Brocken Englisch, also wirklich gar kein Wort. Und wir haben dann immer die Google-Übersetzer-App benutzt. Da kann man reinsprechen quasi von beiden Seiten aus. Also wenn wir uns mit der Polizei unterhalten haben, hat man einfach auf Aufnahme starten gedrückt, dann hat es von Deutsch in Türkisch übersetzt, liest das dann auch immer vor, ist eigentlich immer ganz lustig. Es kommt auch oft Quatsch bei raus, also man sollte lieber weniger als mehr übersetzen, man kann aber auch Text eintippen und so hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert, ne? Wenn man so gar nicht weiterkam, Ja. Google Translate und ja. Ja, ansonsten lässt sich auch viel mit Händen und Füßen klären. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Sicherheit. Ihr fragt euch wahrscheinlich alle, ist es denn sicher, wenn ihr in die Türkei fahrt? Und das werden wir euch jetzt erzählen. Hast du dich sicher gefühlt, Svenja? Voll. Also ich zumindest hatte vorher schon so ein bisschen mulmiges Bauchgefühl, weil was man über die Türkei immer so hört und politische Lage und so weiter. Auch unsere Familien haben teilweise gefragt, Türkei muss es sein. Und deswegen waren wir umso positiver überrascht, dass wir uns so unglaublich sicher dort gefühlt haben, weil, wie eben schon erläutert, die Menschen waren einfach so freundlich. Die wollten einem so viel Gutes, da konnte Wollten man einem immer helfen. Was kann ich dir helfen? Was kann ich dir helfen? Ja. Ja, die muslimische Religion spielt da eben auch mit rein, dass es da eben gar nicht angesehen ist, wenn man irgendwie was Böses tut und dadurch die Leute einem immer nur Gutes wollen. Und ansonsten auch mit der Polizei haben wir nur gute Erfahrungen gemacht. Klar, wir wurden auch mal kontrolliert oder weggeschickt, aber wegen Corona wurden wir auch sehr, sehr oft auf der Straße kontrolliert und angehalten und auch, weil wir, glaube ich, in so einem grauen Ford Transit rumfahren, den wir da an jeder Straßenecke stehen gesehen haben. Genau, aber da waren die Polizisten immer super freundlich, haben immer gesagt, welcome to Pamukkale, how are you, wo geht's hin? Einmal habe ich doch meine Maske vergessen gehabt, ne? Dachte, sie wäre im Rucksack, habe sie ja nicht gefunden. Ich dachte, oh, jetzt gibt's richtig Ärger. Und die Polizei hat dann einfach ein Set Corona-Masken mir gegeben, ne? Und gemeint, ja, zieh halt die Masken auf. Ja. Also man hat halt gemerkt, dass die Polizisten den Touristen sehr wohlgesonnen sind. Sie wollen, dass viel Tourismus in dem Land ist. Sie wollen dir immer helfen und man hat sich eigentlich immer super sicher gerade dadurch gefühlt, dass die Polizei halt immer wollte, dass es einem so gut geht. Und das in Verbindung eben auch noch mit den super gastfreundlichen Menschen haben wir uns wirklich in der Türkei sehr, sehr sicher gefühlt. Also wenn ihr plant, in die Türkei zum Urlaub oder sonst wie zu fliegen, wir können es wirklich nur empfehlen. Der nächste Punkt behandelt das Straßennetz und die Maut. Ja, das Straßennetz der Türkei ist, glaube ich, sehr, sehr divers, würde ich sagen. Also es gibt immer die Hauptstraßen, das sind Straßen meistens mit der Bezeichnung D vorne dran. Und die sind dann teilweise vom Standard her wirklich wie eine deutsche Autobahn. Also in jede Richtung zweispurig, Mittelleitplanke, perfekter Asphalt, alles prima. Und dann fährt man einmal rechts ab, weil man in den nächsten Ort will oder zum nächsten Stellplatz. Und dann sind die Straßen teilweise katastrophal, also wirklich teilweise an Hängen ausgebrochen, Riesenschlaglöcher, Kopfsteinpflaster, da haben wir alles erlebt, oder? Aber im Vergleich zu anderen Ländern würde ich sagen, dass das Straßennetz schon super ausgebaut ist. Ja, also man kommt fast überall eigentlich mit den D-Straßen hin. Man sollte sich nicht so oft auf Google Maps verlassen, sondern sich vielleicht lieber selber die Straßen raussuchen von großen Städten zu der nächsten großen Stadt und nur auf den letzten Metern, wenn es nicht anders geht, auf Das ist, glaube ich, generell so ein Punkt mit Google Maps fahren. Also Google Maps schlägt dann immer Abkürzungen vor durch Straßen, die wirklich keine Straßen mehr sind. Dann hört der Teer auf und dann fährt man nur noch über eine Holperpiste. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Oder man liebt das Offroad-Fahren einfach. Das Problem ist eben, dass Google Maps die Zeiten, wie viel man braucht, auf Grundlage von anderen Fahrern berechnet. Und da die Türken, ich würde sagen, schon ziemlich rasant unterwegs sind,
Da wird nicht auf irgendwelche Schilder geachtet. Also da ist es eher eine Gefahr, wenn man sich auf das Tempo 40 Schild auf so einer Hauptstraße verlässt, wenn alle anderen da mit 80 oder 100 an einem vorbeirauschen. Ich weiß noch, am ersten Tag, als wir in der Türkei waren, habe ich immer dann abgebremst. Wenn dann Kreuzung kam, wird halt oft auf 40 oder sowas runtergebremst und dann sind jedes Mal die LKWs an uns vorbeigeprätet, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das ist viel zu gefährlich. Ich muss hier auch ein bisschen schneller über die Kreuzung drüber fahren. Und ja, genau, wenn Google Maps dann halt so was als Grundlage nimmt und wir dann ganz vorsichtig da mit unserem Auto durchfahren, brauchen wir natürlich viel länger als angegeben. Deshalb lieber vorher gucken und die Wege selber raussuchen. Was super lustig ist, dass an den Straßen überall Fake-Polizei steht. Das sind dann quasi einfach so flache Pappschilder. Wenn man es noch nicht kennt, denkt man wirklich, da steht die Polizei, da steht dann ein Polizist und das Polizeiauto. Und ich glaube, die Sirene ist auch an, das Licht, ne? Aber irgendwann hat man es dann gecheckt und merkt, okay, wieder Fake-Polizei. Aber eigentlich eine ganz, ganz lustige Idee, glaube ich, um die Leute ein bisschen vom Tempo runter zu bekommen. Die es halt kennen. Ja. Ja. Das ist auch, wie wir es in Albanien, glaube ich, schon erlebt haben, ist immer das Einzige, um sie zu stoppen, sind diese Straßenpoller, nennen wir sie. Also diese, wenn man in der Innenstadt irgendwie so drüber fährt, wo man wirklich nur mit 10, 20 km/h drüber fahren kann. Bobbles nennen wir sie. Bobbles nennen wir sie, ja, genau. Ich kann sie nicht mehr sehen. Jedes Mal. Aber wenn man sieht, wie dort gefahren wird, dann ist es wirklich die einzige Möglichkeit, da das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Ja, ansonsten haben wir mit diesen D-Straßen echt immer super Erfahrungen gemacht. Außer am Schwarzen Meer wieder, da sind wir die D101 oder 010. 010, glaube ich. D010 sind wir da gefahren und das war ja diese Straße, wo Nils schlecht wurde. Also die Was war sonst wirklich nicht passiert eigentlich beim Fahren. Nie. Ja. Also genau, und am Schwarzen Meer in der Nähe von Istanbul sind wir dann auch erstmal auf eine Mautstraße gefahren. Es gibt nicht viele Mautstraßen, ich glaube nur rund um Istanbul und rund um Ankara. Ankara ist übrigens die Hauptstadt von der Türkei, nicht Istanbul. Und das war ein bisschen komisch, das ganze Mautsystem. Also, wir haben diesen, ich glaube so ein RFID-Chip ist das, HGS nennt sich das. Und das haben wir bei so einer Postfiliale gekauft und das hat schon ewig gedauert, bis da der ganze Papierkram hinterlegt war und dann hatten wir das. Und da war Guthaben aufgeladen. Wir hatten gesagt, bis nach Edirne bitte einmal das Guthaben so aufladen, dass es passt. Das hat natürlich am Ende nicht gepasst und dann wurde es mal nicht erkannt. Dann mussten wir doch noch mit Kreditkarte zahlen. Das war ein bisschen komisch, aber vielleicht haben wir das einfach nicht so ganz verstanden. Und am Ende haben wir noch eine SMS bekommen, dass wir nachbezahlen müssen und sind dann kurz bevor der Ausreise nochmal in so einen Postshop und haben das dann nachgezahlt, aber es war, also wir haben es glaube ich gar nicht zusammengerechnet, wir blenden es euch hier noch ein, was uns für wie viel Kilometer, wie viel Geld gezahlt haben, aber wir haben es jetzt nicht als günstig empfunden. Dafür war die Autobahn aber auch die ganze Zeit mindestens 4-spurig. Ja, also und super Qualität. So perfekt ausgebaut, da ist man dann echt vorangekommen. Ja, ansonsten würden wir euch gerne noch 2 Tipps zum Autofahren in der Türkei mitgeben. Der erste ist, wenn ihr angehupt werdet, dann denkt nicht sofort, ihr habt was falsch gemacht. Das benutzen die Türken ganz gerne mal, um zu signalisieren, dass sie euch überholen wollen. Was, wenn man es weiß, auch super praktisch ist. Wir vermissen es hier in Bulgarien schon. Oder sie grüßen auch gerne mit Hupen. Ja, das stimmt. Und der zweite Tipp betrifft das Fahren von mehrspurigen Kreiseln. Denn in den Kreisel in der Türkei wird scheinbar mit Blinker links reingeplinkt und wenn man dann aus dem Kreisel raus will, geht man von der inneren auf die äußeren Fahrspur und dann blinkt man quasi raus, also kurz vorher. Ich glaube, man hört mit auf rechts zu blinken. blinken. Ich glaube, man blinkt gar nicht rechts. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben es immer noch nicht verstanden. Ich glaube, die gefährlichsten Situationen, die uns auch beim Autofahren passiert sind, waren in solchen mehrspurigen Kreiseln. Ansonsten war eigentlich alles echt sehr entspannt zu fahren. Gerade dadurch, dass es oft mehrspurig war. Man dadurch einfach überholt werden konnte. Und eine Sache noch mit den rot blinkenden Ampeln. Es ist ja in Deutschland so, wenn Ampeln gelb blinken, dann sind sie ausgeschaltet. Und wir kamen an eine Ampel, die hat rot geblinkt. Und dann bin ich erstmal stehen geblieben, wurde ich auch von hinten angehupt und dachte schon so, okay. Und wir glauben, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es besser wisst, ist, dass es, wenn es rot blinkt, ist die Ampel aus, aber man ist quasi auf der Straße, auf der man Vorfahrt gewähren muss oder an einem Stoppschild. Und wenn sie gelb blinkt, das haben wir dann nämlich auch später noch erlebt, dann ist die Ampel aus, aber man ist auf der Straße, die Vorfahrt hat. Das ist unsere Theorie. Als nächsten Punkt möchten wir über ein Thema sprechen, das vor allem, wenn ihr mit dem Wohnmobil in die Türkei fahrt, euch interessieren wird. Das ist Wasser und die Müllentsorgung.
Und zum Thema Wasser können wir nur sagen, dass es echt super easy war. An vielen Stellen hier, gerade an den nicht so großen Straßen, gab es überall so kleine Quellen, wo man Wasser abzapfen konnte. Meist auch hoch genug, dass wir haben einen 25-Liter-Kanister, dass man den drunter stellen konnte. Und so hatten wir eigentlich jederzeit ausreichend Wasser. Das Wasser haben wir immer auch gut trinken können, aber wir haben auch einen Wasserfilter an Bord. Deshalb können wir über die Wasserqualität nicht ganz so viel sagen. Wir glauben, dass wir es immer gut vertragen haben. Und zum Thema Müll. Genau, es standen eigentlich immer überall riesige Müllcontainer rum, in denen auch teilweise die Türken ihren Müll entsorgt haben, den sie auch zu Hause hatten. Und Mülltrennung gab es leider gar nicht. Hat es für uns natürlich einfacher gemacht, das ist aber trotzdem schade. Ich glaube, wir haben an 2 Orten mal gesehen, dass es Mülltrennung gab. Und da konnten wir dann einfach auch teilweise 4 oder 5 Säcke auf einmal entsorgen. Und die hat man auch an jeder Ecke eigentlich gefunden. Kommen wir nun zu einem Thema, das natürlich auch super wichtig ist für uns alle im digitalen Zeitalter. Und zwar wollen wir jederzeit online sein. Wie schaut es denn mit dem Thema Internet aus? Und zwar haben wir uns vor Ort eine Prepaid-Karte von Vodafone geholt, einfach in einem Vodafone-Shop. Die bekommt man gegen den Perso- oder Reisepass und man muss auch den Stempel, wann man eingereist ist, vorzeigen, weil die Prepaid-Karte kriegt man als Tourist nur für 3 Monate. Wir haben dann für ungefähr 20 Euro die Prepaid-SIM-Karte bekommen und die kann man dann über die Vodafone-App, die heißt ein bisschen anders, findet ihr im App Store. Wir blenden euch den Namen davon mal ein. Darüber kann man dann neues Geld aufladen. Das Problem hier ist allerdings, dass ausländische Kreditkarten nicht akzeptiert werden. Das heißt, man macht das entweder über einen Drittanbieter, der macht das dann für euch und kostet halt irgendwie 30% mehr. Oder ihr kennt halt irgendeinen türkischen Freund, der das für euch übernimmt. Dann kann man auch über die App Gigabytes nachladen. Das funktioniert allerdings auch nicht immer. Deshalb manchmal muss man dann doch nochmal vor Ort in den Store und lädt dann ein paar Gigabyte nach. Aber das Internet war super günstig und was hat es denn gekostet, so ungefähr? Ich glaube, wir hatten immer so einen Angebotspreis, 9 Gigabyte für knapp einen Euro. Und 25 Gigabyte für irgendwie 5 oder 6 Euro. Also auf jeden Fall super billig. Und die Netzabdeckung war auch immer super. Wir hatten fast immer 4G. Also kein Vergleich zu Deutschland, muss man leider sagen. Ne? Wer mit dem Van reist, möchte ja meist nicht frieren und deshalb zieht es uns im Winter ja meist in südliche Gebiete. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, ist die Türkei gut geeignet zum Überwintern? War es dir denn kalt, Svenja? Jein, würde ich sagen. Also es kommt ganz auf die Region an. Wenn man jetzt an die südliche Mittelmeerküste fährt, dort ist man ungefähr so hoch wie Griechenland oder auch Portugal oder der südliche Teil von Italien. Und da war es auf jeden Fall für den Winter, finde ich, voll machbar. Also wir waren von Mitte Dezember bis Anfang März ungefähr in der Türkei. Und wir haben Ende Dezember, Anfang Januar sogar noch im Mittelmeer baden können. Das hatte noch über 20 Grad und es gab mal kältere Nächte, aber die hatten dann trotzdem noch 6, 7, 8 Grad. Ansonsten hat es eigentlich die meiste Zeit mindestens 10 Grad gehabt. Wir haben tagsüber teilweise über 20 Grad gehabt, konnten teilweise im T-Shirt und Shorts schon da rumspazieren. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass es so warm wie im Sommer ist, natürlich. Aber generell würde ich sagen, dass man auch ohne eine Standheizung, wenn man vielleicht kein Problem hat, ab und zu mal im Schlafsack zu schlafen, gut am Mittelmeer überwintern kann. Das würde ich auch sagen. Und bei uns wurde es dann natürlich, als wir ins Landesinnere gefahren sind, ein bisschen kälter, aber das wussten wir auch vorher, aber wir sind trotzdem ja bewusst nach Kappadokien gefahren. Wir haben ja auch eine Standheizung an Bord, die unseren kleinen Raum hier sehr, sehr gut aufheizen kann. Minus 16 Grad. Haben wir damit auch geschafft. Also Auf wie vielen Metern waren wir da? Über 1000, ne? Ja, ich glaube über 1000 Metern. Da war verrückt. Wintereinbruch. Und auch am Schwarzen Meer war es dann echt kalt und auch teilweise hat dann noch Schnee gelegen. Wir hatten teilweise Minusgrade oder nur knapp über Null. Aber am Mittelmeer ist die Türkei, finde ich, auf jeden Fall super zum Überwintern Definitiv. geeignet. Absolut empfehlenswert. Kommen wir nun zum vorletzten Punkt auf unserer Liste und zwar Corona. Hat es uns eingeschränkt auf unserer Reise? überhaupt nicht. Also doch, ein bisschen würde ich schon sagen. Also wie gesagt, wir sind eingereist ohne Test und vor Ort haben dann die Regelungen gegolten, dass zwischen 21 und 5 Uhr eine Ausgangssperre galt unter der Woche und am Wochenende komplett von Freitagabend bis Montagmorgen. Was für uns aber gut war, weil wir als Touristen von dieser Ausgangssperre befreit wurden.
Also was super war, wir sind dann an den Zeitpunkten öfters mal durch die Großstädte durchgefahren. Eine hieß Dennis-Lee und das war einfach wie so eine ausgestorbene Geisterstadt und war für uns einfach super angenehm, weil einfach kein Verkehr da war. Also das war eigentlich so die Einschränkung, die für uns sogar noch positiv war. Ansonsten gab es eine Maskenpflicht im Freien. Die haben wir soweit eingehalten, wenn wir in Menschenmassen waren und halt auch natürlich in Supermärkten und sonst in geschlossenen Räumen, eigentlich überall. Aber wenn wir jetzt alleine in der Natur wandern waren, dann haben wir die Masken natürlich auch nicht aufgesetzt. Und ja, ansonsten waren eben Restaurants, Bars, alles geschlossen, was uns jetzt, wie wir auch schon erläutert haben, nicht groß eingeschränkt hat, weil wir das sowieso nicht gebraucht haben. Und ja, sonst war natürlich durch Corona nochmal weniger los, was eigentlich auch für uns eher positiv als negativ war. Und das Einzige, was dann ein bisschen doof war, war bei der Ausreise. Da mussten wir nämlich beide den PCR-Test machen, um überhaupt ausreisen zu können aus der Türkei. Den haben wir aber gleichzeitig auch gebraucht, um nach Bulgarien überhaupt einreisen zu dürfen. Und deshalb, der hat uns, glaube ich, ungefähr 30 Euro pro Person gekostet. Unser Fazit der Türkei. Würdest du gerne nochmal wiederkommen? Ja, also wir können es, glaube ich, absolut nur empfehlen. Ob wir wiederkommen, wir wissen es nicht. Es gibt noch so viele andere Länder, die wir gerne entdecken wollen. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der überlegt, dorthin zu fahren. Besonders gut haben uns in der Türkei gefallen einmal die Gastfreundschaft, dass wir uns so sicher gefühlt haben und dass es so wahnsinnig schöne Plätze zum Freistehen gab. Und ich glaube, unser persönliches Türkei-Highlight war absolut Kappadokien. Ja, definitiv. So, wir hoffen, euch hat unser neues Format gefallen. Lasst es uns gerne wissen. Lasst uns auch gerne wissen, ob wir das bei anderen Ländern, die wir auch für längere Zeit bereisen, ob wir das da auch machen sollen, ob es interessant für euch war, was wir vielleicht noch verbessern können, ob wir irgendwelche Fragen nicht beantwortet haben. Die beantworten wir natürlich auch sehr gerne noch unten in den Kommentaren. Und ob es zu lang war oder zu kurz war, das Video, oder genau richtig so. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Abo da und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Tschüss!